Les Allemands ont aussi lancé derrière les lignes américaines des commandos chargés de tout désorganiser, les commandos Skorzeny. Otto Skorzeny est l'homme des missions impossibles. Il vient de libérer Mussolini d'une façon spectaculaire et Hitler pense donc tout naturellement à lui pour infiltrer les lignes alliées. Pour ce faire, son commando opérera sous uniforme US. 2 d'entre eux se présentent chez le bourgmestre de Rochrath où est installé un poste de commandement américain. Er kommt in der Küche rein und fragt dann den ersten Soldaten, den er da sieht, am Tisch, er möchte den Bürgermeister sprechen. Der zeigt auf mich. Ich sitze neben dem Herd und bin am Frittern essen mit meinem Kameraden. Das Erste, was der tut, der schlägt die Hacken zusammen, wie jeder Deutsche, und fragt, ob ich nicht mit ihm kommen könnte für eine Minute. Und durch den Hackenschlag, da war ich gewarnt, da wusste ich Bescheid. Dann habe ich ihm geantwortet, das ging nicht, ich müsste nach Malmedy. Wir könnten das für auf morgen verlegen. Dann haben wir uns geeinigt auf den folgenden Morgen gegen 8 oder halb 9. Abgemacht, sagte man, und ist weg. In dem Moment, wo der zur Tür raus ist, bin ich auch schon im Nebenzimmer und sage, da haben wir schon den ersten Deutschen in der Küche gehabt. Ohne jedes Widerwort wurde nur vom Fenster aus die Nummer notiert und per Funk die Einheiten aufgefordert, dieses Fahrzeug mit der Nummer sofort aufzubringen. Das wird wahrscheinlich nach meinem Ermessen keine Viertelstunde gedauert haben, denn ich saß noch kaum am Tisch, da wurde ich schon gerufen. Da wurde ich gerufen zum Chef und der sagt, welcher von den beiden war bei dir in der Küche? Ich zeige auf den Mann und ein dritter Mann von den Amerikanern springt auf und reißt ihm hier die Jacken auf, die wattierte Jacke. Und da kommt die deutsche Uniform drunter raus. Les Américains sont nerveux. Sur les routes, les contrôles d'identité se multiplient. Mais finalement, peu de Skorzeny, comme on les appelle, parviennent à s'infiltrer dans les lignes américaines. Et tous ceux qui sont capturés sont fusillés sans autre forme de procès. Mais il y a aussi des blindés qui sont camouflés en chars américains. Dans ces tanks, des volontaires dont certains parlent l'anglais. Truppenübungsplatz Grafenwörth bei Nürnberg zusammengestellt worden. Und zwar eine Panzerkompanie aus der 4. Kompanie Panzerregiment 11. Und es bezog sich alles auf Freiwillige, denen man also gesagt hatte, über diesen Einsatz in amerikanischer Uniform, man würde dort den Krieg entscheiden. Unser Auftrag war, hinter den deutschen Angriffstruppen im Bereich Büllingen, Bütchenbach, Weißmüss, Vaucnay, Lönjefil durchzustoßen, um durch die Front durchzukommen, um dann hinter der Front als amerikanisch getarnte Panzer weiter zu operieren und die Maasbrücken zu erreichen. Wussten Sie eigentlich, welches Risiko für Sie als Soldaten mit einem solchen Auftrag verbunden war? Wir wussten damals als junge Leute klar das Risiko, dass falls wir in Gefangenschaft gekommen wären, von den Amerikanern erschossen worden wären, weil wir ja auch amerikanische Uniformen hatten. Même peu nombreux, les Skorzeny créent une certaine confusion jusqu'au quartier général des NOR à Versailles. Des mesures de sécurité extrêmes sont prises. On envisage même d'installer le chef suprême des forces alliées dans un endroit un peu plus sûr.
Le 21 décembre, la colonne Skorzeny, utilisée cette fois comme unité blindée normale, s'approche de Malmedy. Elle débouche face aux papeteries de la Warsch. Wir als Spitze fuhren. Wir hatten den Auftrag, in Richtung Staffelow zu sichern. Wir sind dann parallel dieser Fabrik diese vorhandene Straße nachgefahren und haben uns in den Raum Staffelow begeben. Es war damals ein kleines Bauernhaus hinter der Brücke, die man damals als Wachsbrücke bezeichnete. Das Haus ist heute zerstört. Sie können es also heute nicht mehr sehen, da die neue Autobahnlinie dieses Haus abgerissen hat. Es ist also leider alles zerstört, dass man es nicht genauso sieht, wie es 1944 gewesen ist. Dans les locaux de la papeterie se trouve un petit groupe de fantassins américains. Un tir de bazooka suffit pour stopper le char allemand de tête. Les autres panzers se replient prudemment, laissant la place à l'infanterie. We got into that factory and there were so many windows in this factory that we could fire out of it, run to another run. So they thought it was an overwhelming force there. So by the time we'd fire a few rounds and run, by the time they fired into that area, we were gone into another area. And that happened all day. Consequently, that evening, with their loss of men and material, they withdrew. And that was the farthest point they got. How many of you Americans were there in the area? I'd say about 8. Not more than that? In this immediate area, about 8. Ich persönlich habe die Möglichkeit gehabt, hinter den Häusern mich zu verstecken und in dieser Scheune 7 Tage zu bleiben. Und die andere Besatzung hat also versucht, über die Straße zurück in diesen Raum, wo diese Bereitstellung war, wo die andere Kompanie, die Kompanieeinheiten waren, und sind dann aber, da sie auch in amerikanischer Uniform waren, von den Amerikanern aus diesem Fabrikgelände erschossen worden.